I've kept doing the same things that I did from the start, and it just comes out good now. So yeah, if it works, it works. Der BVB gewinnt das 3. Rückrundenspiel gestern mit 3:2 gegen die TSG Hoffenheim und damit begrüße ich euch alle zu unserem Spieltagsrückblick hier aus Dortmund-Brakel. Hier hinter mir trainieren gerade die Spieler, die gestern nicht oder nur kurz zum Einsatz gekommen sind. Wir haben heute nochmal mit einem gesprochen, der gestern 2 oder 3 Tore vorbereitet hat. Nach dem Spiel war er sich nicht ganz sicher. Daniel Mahlen war das und mit dem hat mein Kollege David Steinkuhl gesprochen. Das seht ihr gleich. Jetzt fangen wir aber an, wie ihr das kennt, mit den Netradio-Highlights. Hier sind Boris und Nobby. Rafael Guerrero, da ist jetzt Donny Mahlen. Mahlen auf die linke Seite, noch einmal Mahlen. Durch schöner Doppelpass, Mahlen in die Mitte und da ist Erling Haaland. 6. Minute, 1:0 für den BVB. Jetzt sind die Hoffenheimer durchgebrochen. Da ist Jorginho, der liegt quer und eine Wahnsinnsrettung da. Das ist das Manuel Akanji, wenn ich es richtig sehe, der das 1:1 auf Hoffenheimer Sicht verhindert. Ich habe es richtig gesehen. Manuel Akanji. Und jetzt? Ja, ein Tor. Ein Tor, mal schauen, Mahlen, Marco Reus, Tor! Tor! 58. Mit der zweiten Chance in diesem Spiel geht Borussia Dortmund erneut in Führung. Daniel Mahlen, Hereingabe in den 5-Meter-Raum und auch dieser Ball ist drin. Dritte Chance für Borussia Dortmund, drittes Tor, 21 Minuten jetzt in der zweiten Halbzeit gespielt. Ja, Marco Rose, den seht ihr hier hinter mir. Der ist natürlich auch wieder aktiv beim Training dabei. Gestern, nach rund einer Stunde, hat er einen Doppelwechsel durchgeführt, einhergehend mit einer Systemumstellung. Und warum er das gemacht hat, das hat er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel mal ausführlich erklärt. Ja, vor allen Dingen erstmal die Offensivpower von Hoffenheim zu unterbrechen. Nochmal, sie spielen dann mit vielen Spielern in unserer letzten Linie. Unsere Kette hatte große Probleme, tiefe Laufwege durchschieben im richtigen Moment. Dann bewegen sie sich aus diesen tiefen Räumen immer wieder in die Zwischenlinienräume. Da haben wir einfach überhaupt keinen Zugriff mehr gefunden und dementsprechend haben wir einfach versucht, unsere Kette hinten zu unterstützen. Und mit der Veränderung der Statik defensiv verändert sich natürlich auch ein bisschen was dann im Spiel mit dem Ball. Das bedeutet, Marco hat dann natürlich zentraler gespielt, auch gegen den Ball und bedeutet dann, wenn du Bälle gewinnst, stehst du in anderen Räumen. Das haben wir dann möglicherweise auch mal kurz ausgenutzt, die Phase, wo Hoffenheim sich darauf einstellen musste. Und dementsprechend war die grundsätzliche Idee erstmal, unserer Defensive zu helfen. Aber es hat dann auch in der Folge natürlich, wie man gesehen hat, unsere Offensive geholfen, weil wir dann auch kurz wieder mehr Kontrolle hatten, mehr Bälle gewonnen haben. Ja, zum Glück haben wir dann auch daraus Tore geschossen. Ja, und hier hinter mir ist das Profigebäude. Da sind die Spieler, die gestern sehr lange oder durchgespielt haben, mit Regeneration oder Massage beschäftigt. Da ist auch Daniel Mahlen drin, beziehungsweise als er mit seiner Massage fertig war, ist er zu uns ins Studio gekommen und hat mit meinem Kollegen David Steinkuhl mal gesprochen, ob es jetzt 2 oder 3 Assists waren. After one night, after that game, what would you say? Was it 2 or 3 assists? I think 2. Do you think 2? Yeah, I think 2, but yeah, I was important with the third one as well, but I think on paper it says 2. We checked the papers, it says 3 actually, because it's like the assist for, although it's like an opponent, it counts as an assist for you, so we'll take that, of course. Let's talk about the game in general. It was like a hard fight yesterday. How tired are you after such an exhausting match? Yeah, I think it was tough. I think everybody worked very hard to get the 3 points, and I mean, if you win, you have a satisfying feeling, so everybody's happy. Especially in the last 10 minutes, you were really fighting to get those 3 points and not conceding a third goal. What were, like, in your eyes the points that you like hold on to that lead in the end? I think staying together as players. Everybody knew their job in the last minutes, but even in the whole game, and yeah, just fight together and be there for each other. All right, getting back to your assists from yesterday, it was your first Bundesliga assist since you've been starting at BVB.
And I'm having the feeling that you're getting more and more into it in your like here around in Dortmund. What's different to your first weeks or months comparing, let's say, August and September to now? I think nothing really. I mean, if you're new to the club, it can be a little bit different, of course, but I've kept doing the same things that I did from the start, and it just comes out good now. So yeah, if it works, it works. But is it also a question like of self-confidence? Because to me it appears that you try to go more into those one-on-one situations in the game than you did in the beginning. Is it something that switch, like a switch in your head that you? I think you just play your game, and I know where I'm good at and where I can hurt opponents. And in the first weeks I was looking for that, but now I think I found it. Is it an advantage for you if you play against opponents like Hoffenheim, who want to play football as well, and on the other hand give you more space in attacking, in counter-attacks, so you can like make some benefit out of your speed? Yeah, if they go forward, of course, they leave spaces and opportunities for not only me, but like all the attackers, even the midfielders. So yeah, I think it's good for us. But if they sit deep and wait and defend, I think there's also not a problem for us, because we can play in small spaces also. Last question now. You have a break now. Next weekend is no Bundesliga, no national team for UEFA players. What do you do with that time? I think if the time is there, it's always good to rest, but we also need to keep working hard. I mean, we have a lot of things we can improve on, and we need to improve on, so these 14 days are good for that. What are those things that you're talking about that we need to improve? I think as a team to defend better. Even yesterday we lost control sometimes. To have more control in games and be more stable like that. Der Mannschaftsbus ist auch wieder sicher aus Sinsheim zurückgekehrt. Da saß Steffen Tigges diesmal nicht drin, weil er am Freitagabend schon für die U23 gespielt hat. Ein Tor hat er erzielt beim 1:1 gegen den SC Freiburg 2 und so hat er die Partie zusammengefasst. Ja, ich glaube, wir wussten, dass wir zwei sehr intensive Mannschaften hier auf dem Platz haben, die sehr viel pressen, die aber auch versuchen, gut mit dem Ball zu sein. Wir kommen natürlich super rein mit einem Tor von mir, nach einem super Pressing-Moment. Haben sogar in der zweiten Halbzeit, glaube ich, dann doch die dickeren Chancen, aber ohne richtig zwingend zu werden. Aber insgesamt müssen wir schon uns dann auch kritisch hinterfragen, weil die Leistung heute nicht ausgereicht hat, um einfach 3 Punkte zu Hause zu holen. Ich glaube, Freiburg hat uns richtig gefordert. Wir waren nicht in allen Momenten auf der Höhe und da gilt es jetzt anzuknüpfen und die Leistung im nächsten Spiel zu verbessern. Für die Profis steht jetzt eine Bundesliga-Pause an. Die U23 muss nächste Woche gleich doppelt ran, am Mittwochabend in Saarbrücken und am Samstag dann zu Hause gegen den VfL Osnabrück. Das war's von uns hier aus Dortmund-Brakel. Tschüss, macht's gut.